Herzlich willkommen zu diesem Vertec Tech Insight. Schauen wir uns auf kurz die Agenda an. Die nächste Stunde beschreiten wir in etwa wie folgt. Wir starten mit Betriebsarten von Vertec. Dann schauen wir uns das Vertec Cloud Abo genauer an. Dann die Interaktion Vertec und DMS, Dokumentenmanagementsystem. Anschließend widmen wir uns ein bisschen der Technik, Installation und Update von Vertec. Dann schauen wir uns die Möglichkeiten zur Steigerung der Sicherheit an. Am Schluss enden wir mit Question and Answer. Es ist aber so, dass ab sofort der Chat auch frei ist, offen. Und sollten Sie Fragen, Unklarheiten während der Präsentation haben, scheuen Sie sich nicht, den Chat zu nutzen. Mein Kollege Mario Schneider, Leiter Support von Vertec, er schaut mit Argusaugen auf diesen Chat und wird die Fragen und Antworten gerne, dann eure Fragen gerne da drin beantworten. Auch werden wir Stellung nehmen zu den Fragen, die bereits über das Vertec-Forum eingegangen sind. Hier werden wir während der Präsentation drauf eingehen. Gut, starten wir von meiner Seite mit den Betriebsarten von Vertec. Ja, 4 von 5 Neukunden entscheiden sich aktuell für das Vertec Cloud Abo. Die beiden Betriebsarten, die verfügen über alle Features und auch die Anpassbarkeit, die Möglichkeit der Anpassbarkeit der Vertec-Software. Im Fall von On-Premises, traditioneller Softwarekauf per Lizenz, Betrieb auf eigenen Servern oder eben Servern von Ihren IT-Dienstleistern. Beim Vertec Cloud Abo erhalten Sie ein temporäres Nutzungsrecht der Softwarelizenz für den definierten Zeitraum. Also Sie haben hier Software as a Service. Der Kunde mietet natürlich damit auch die Serverinfrastruktur und den Betrieb von Vertec. Er verfügt über die neueste Software-Version und auch über den Zugang, den unlimitierten Zugang zum Support. Schauen wir uns die Applikationslandschaft von Vertec an. Starten wir mit der Desktop-App. Hier, das ist ein sogenannter Desktop-Client, wo eben die Business-Logik lokal läuft, in einem LAN. Diese Desktop-App kann doch auch nur dann betrieben werden, wenn sie nahe am Datenbankserver eingesetzt wird. Sie wird nur dann eingesetzt, wenn der Kunde noch Schnittstellen im Betrieb hat, die noch nicht cloudfähig sind. Und die Desktop-App ist nur im Betriebsmodell On-Premises verfügbar. Das heißt, die Installation und der Betrieb wird immer durch den Kunden oder eben dessen IT-Dienstleister betrieben. Im Gegenzug dazu haben wir die Cloud Clients. Das ist einerseits die Vertec Cloud App und andererseits die Vertec Web App. Hier läuft exakt die gleiche Businesslogik, jedoch eben nicht lokal, sondern auf dem Server. Die Oberfläche wird ebenfalls auf dem Server aufbereitet und die Cloud Clients, die stellen dann einfach das dar und empfangen den User Input. Die Architektur und Gestaltung dieser Cloud Clients hat viele Chancen und Vorteile. Einerseits sind sie eben cloudfähig. Man kann also Vertec von überall her nutzen, außerhalb des Firmennetzwerks. Die Cloud Clients sind sehr performant und leichtgewichtig einsetzbar, weil eben das meiste auf den Servern läuft. Und man hat auch hier die Möglichkeiten der Anpassbarkeit von Customizing und es wird alles überall dann gleich dargestellt bei diesen sogenannten Full-Featured Apps. Und Sie können auch so viele Sessions öffnen, wie Sie möchten. Also Sie können den Vertec Cloud App parallel zu einer Web App im Betrieb haben. Hierfür sorgt dann der Notiv-Server, dass überall alles gleich angezeigt wird. Zu guter Letzt haben wir noch die
Phone App und die Outlook App, das sind auch Cloud Clients, aber eben nicht mit dem vollen Funktionsumfang, sogenannte Specialized Apps. Das bedeutet, sie sind ebenfalls von überall einsetzbar oder man kann sie von überall her nutzen, aber es ist eine spezialisierte Oberfläche, die dann mit einem reduzierten Funktionsumfang auch nicht vom Kunden veränderbar ist. Schauen wir uns kurz den Web Access an. Web Access wurde lanciert von Vertec 2010 mit eben dem Ziel, dass man auch die lokale Vertec-Installation von überall her nutzen kann. Also wenn jemand eine On-Premises-Installation hat, kann man mit diesem sogenannten Vertec Web Access von überall her zugreifen via Internet. Dieser Dienst, der wird spätestens in einem Jahr abgestellt. Die Kunden wurden bereits darüber informiert, die den Web Access nutzen. Es gibt dann eine Nachfolgelösung von Spectra Netcom. Michel Wipf wird hier später noch ein paar Dinge dazu sagen. Diese Nachfolgelösung wird dann bereits schon ab Oktober 2024 verfügbar sein. So, schauen wir uns das Vertec Cloud Abo im Detail an. Das verfügt ja, wie eingangs gesagt, über eine große Beliebtheit. Hier handelt es sich um ein Mietmodell. Die Miete beinhaltet die Nutzung der Softwarelizenz mit eben wie gesagt, der neuesten Version. Es beinhaltet den Betrieb und eben Support. Das Cloud-Abo ist jeweils kündbar per Ende Quartal mit einer Kündigungsfrist von 20 Tagen. Jetzt, was zeichnet dieses Cloud-Abo aus und macht es so beliebt? Das möchte ich entlang der 4 folgenden Themen kurz zusammenfassen. Kommen wir zur Sicherheit. Vertec ist seit über 10 Jahren ISO 27001 zertifiziert. Wir decken proaktiv Schwachstellen auf, indem dass wir eben regelmäßig sogenannte Penetration Tests mit externen Spezialisten durchführen. Dann, wir halten die Netze getrennt. Also diese Cloud-Services laufen in anderen Netzen als zum Beispiel unsere interne IT-Systeme. Und wir spielen regelmäßig Updates ein. Da werde ich Ihnen noch zeigen, wo wir das auch dokumentieren. Zweitens, Backup. Hier legen höchsten Wert auf diese Integrität und Verfügbarkeit, weil hier handelt es sich ja typischerweise um Kundendaten. Hier führen wir täglich Sicherungen der Kundendaten durch, damit eben bei Datenverlust oder bei einer Störung eine schnelle Wiederherstellung möglich ist. Und zusätzlich speichern wir die Daten auch noch extern. Damit können wir eine geografische Redundanz gewährleisten. Wir sichern die Daten bei ISO-zertifizierten Dienstleistern in der Schweiz und in Deutschland. Drittens, Self-Service. Kunden können 7 mal 24 Stunden im Kundenportal Lizenzen oder Module kaufen, dazulösen oder sie informieren sich über die Lizenzierung. Die Kunden können auch jederzeit ein brandaktuelles Backup zu sich lokal herunterladen. Und eine andere Funktion ermöglicht es, die Cloud-Abo-Instanz neu zu starten. Viertens, die Verfügbarkeit. Die Erwartung der Kunden ist ja oft eben, dass es rund um die Uhr die Cloud-Dienste rund um die Uhr verfügbar sind. Hier legen wir den Fokus auf eine optimierte Verfügbarkeit zu den Hauptgeschäftszeiten. Wir sprechen also von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und da dürfen wir stolz präsentieren oder darüber sprechen, dass wir das in den letzten 12 Monaten auch zu 99% erreicht haben. Wir monitoren das Cloud-Abo, die Cloud-Abo-Infrastruktur.
sodass wir rasch Maßnahmen ergreifen können im Falle einer Störung. Und schön ist auch, dass Sie den Standort als Kunde, den Status als Kunde jederzeit einsehen können. Zu diesem Zweck wechsle ich kurz auf unsere Webseite. Auf unserer Webseite zuvorderst haben wir hier unten den Status der Cloud Services. Das ist jederzeit einsehbar. Und Sie sehen hier die verschiedenen Cloud Services. Standort Schweiz, Standort Deutschland, Österreich vom Cloud-Abo. Dann haben wir Web Access, Kundenportal und so weiter. Und Sie sehen hier die Verfügbarkeit beziehungsweise auch, warum hier mal was nicht optimal funktioniert hat. Toll ist auch, dass Sie diesen Status abonnieren können. Ein Klick genügt, E-Mail-Adresse eingeben und Sie werden proaktiv informiert. Und andererseits sehen Sie hier unten auch, was geplant ist. Beispielsweise heute Abend ist ein solches Wartungsfenster. Und wie ich auch schon gesagt habe, wir dokumentieren alle Vorfälle, was da in der letzten Zeit gemacht wurde oder ansteht. Hier ist dieser Wartungsfenster von heute. Lassen Sie mich kurz noch ausführen und damit dann überleiten zu meinem nachfolgenden Referenten, zu Martin Fricker. Nämlich es geht hier noch um die Interaktion oder Integration in Umsysteme von Vertec oder diese Integration mit Drittsystemen. Wenn wir hier den Funktionsumfang von Vertec vor Augen führen, wo eben das Projekt im Zentrum steht, die Leistungserfassung, Fakturierung und dann weitere Themen wie eben CRM und die Dokumente beziehungsweise Budget Controlling und dann gegen Süden hier Ressourcenplanung oder eben die Möglichkeit, dass wir Fremdkosten mit verrechnen. Ja, das ist der Funktionsumfang von Vertec, mal etwas salopp formuliert. Dann haben wir oft Finanzbuchhaltungssysteme, die wir dann anbinden mit Standardschnittstellen. Andererseits integrieren wir in viele Dokumentenmanagementsysteme oder zum Beispiel in MS SharePoint oder aber in die ganze Microsoft-Welt und auch die Telefonie. Wie machen wir das? Wie gesagt, es gibt Standardschnittstellen zu den gängigsten Umsysteme. Einige Schnittstellen zu Drittprogrammen basieren auf COM-Schnittstellen. Und da die Verbindung nur lokal, das heißt auf demselben Rechner funktioniert, sind diese Schnittstellen nicht cloudfähig und können nur mit der Vertec Desktop App on-premises verwendet werden. Da haben wir uns aber weiterentwickelt und seit April 24 gibt es ganz viele dieser COM-Schnittstellen, die über ein sogenanntes COM-Forwarding verfügen. Sprich, die sind jetzt auch cloudfähig. Und das möchte ich Ihnen auch wieder kurz zeigen auf unserer Webseite. Wenn wir diesem Link folgen, dann finden wir hier eine Übersicht aller Schnittstellen, die Vertec auch wartet und weiterentwickelt. Und hier verfügen wir jetzt über ganz viele cloudfähige Schnittstellen in Bezug eben, dieses Beispiel Bexio ist genauso ein Com-Forwarding-Beispiel. Also auch Infonica, Topal etc. Die gängigsten in der Schweiz sind verfügbar. Dann gibt es weitere Integrationen zu Umsystemen mit sogenannten Add-ons. Und hier kommt jetzt mein Kollege Martin Fricker ins Spiel. Denn er wird nun eine solche Integration zeigen. So, und zu diesem Zweck möchte ich dem Martin das Wort übergeben. Herzlich willkommen, Martin. Ja, grüezi miteinander. Großartig, super. Ja, es freut mich, Ihnen kurz mitzuteilen oder die Möglichkeiten von Vertec zu zeigen im Zusammenhang mit der Dokumentenverwaltung.
Jetzt sieht es besser aus. Gut. Vertec bietet grundsätzlich für jedes Bedürfnis eine geeignete Lösung. Das, was sicher alle noch kennen oder gut kennen, die Integration, die Ablage mit dem Fileserver. Ich werde da heute noch nur ganz kurz darauf eingehen. Dann die Speicherung der Dokumente in der Vertec-Datenbank. Das ist noch relativ neu. Ich kann Ihnen da auch kurz einen Einblick geben. Speicherung, Verbindung mit SharePoint der Dokumente und als letzte Variante die Verbindung mit einem DMS. Aus unserem Hause ist das M-Files, wo wir die Schnittstelle gemacht haben. Das kann natürlich gerade so gut auch Kendocs oder ein anderes entsprechendes DMS sein. Wie sieht das aus? Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen? Die Integration mit dem Fileserver, die meisten kennen es, weil Vertec wurde seit ich Werte kenne, so ausgeliefert mit dieser Möglichkeit. Es ist einfach, die Benutzer brauchen nicht etwas Neues zu lernen, die Dokumente sind aus Vertec ersichtlich, die Struktur kann aber individuell festgelegt werden auf dem Fileserver. Es entstehen kaum zusätzliche Kosten. Man kann auch irgendeinen Dokumentenspeicher in der Cloud anziehen. Es ist nicht eine richtige Cloud-Lösung, aber grundsätzlich hat man dort auch Möglichkeiten. Deshalb auch zu den Nachteilen. Es sind gewisse eingeschränkte Möglichkeiten in der Cloud. Keine Versionierung oder Volltextsuche ist damit vorhanden. Die Struktur ist nicht ganz dynamisch, also ich kann da nicht wie mit einem DMS ganz dynamische Strukturen herstellen oder definieren und es ist kein Langzeit- und kein revisionssicheres Archiv. Eine jüngere Möglichkeit, die in letzter Zeit von Vertec verfügbar gemacht wurde, ist die Speicherung der Dokumente direkt in der Vertec-Datenbank. Ist natürlich sehr elegant. Das ist eine volle Cloud-Fähigkeit, wenn man auch zum Beispiel Vertec Cloud nutzt. Und aufgrund dessen, man kann alle Arbeiten direkt aus Vertec definieren oder tätigen. Nachteil, die Versionierung ist nicht vorhanden, mehrere Dokumente können nicht gleichzeitig ins Vertec abgespeichert werden und die Dokumentenstruktur, wie wir sie auf dem Fileserver im SharePoint oder einem DMS haben, die ist natürlich nicht individuell definierbar. Man kann wohl gewisse Sachen individualisieren in Vertec, aber da hat es dann gewisse Grenzen, wie auch es ist keine Archivlösung. Ich möchte da mal ganz kurz drauf eingehen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt auch mein Fenster von Vertec. Man sieht hier eine Aktivität, wo ein Dokument in Vertec vorhanden ist. Das Dokument kann natürlich aus einem E-Mail entstanden sein, es kann aus einer Vorlage entstanden sein oder mit der bekannten Funktion in Vertec speichern. Man sieht dann mit dieser Funktion direkt, dass den Inhalt des Dokumentes, ich kann das Dokument über Bearbeiten auch entsprechend bearbeiten. Mir geht das Word auf, ich kann Änderungen vornehmen und kann die wieder speichern und die sind dann direkt entsprechend vorhanden. Also eine sehr elegante Lösung, wenn man nicht über zu viele Dokumente verfügt, wo man ganze Massen von Dokumenten ablegen muss, sondern wenn man den Anspruch hat, dass die E-Mails im Vertec vorhanden sind und die Projektdokumente überschaubare Anzahl, dann kann diese Funktion so genutzt werden. Von den Einstellungen ganz einfach, man hat in den Systemeinstellungen eine Funktion erhalten intern, also nicht in einem DMS, oder Dateisystem, sondern intern in der Datenbank und dann werden diese Dokumente im Vertec gespeichert. Gut, dann gehe ich zur nächsten Variante. Hoppala, die Dokumente, die Speicherung. Moment. Die Speicherung der Dokumente im SharePoint. Viele oder die meisten von unseren Kunden verfügen ja über ein Office 365 Abo und haben deshalb an und für sich die Funktionalität zur Verfügung, dass die Dokumente im SharePoint Office 365 gespeichert werden können. Man hat dadurch die Cloud-Fähigkeit. Es sind
kaum, je nach Office-Abonnement, wo man hat, kaum zusätzliche Kosten. Zusätzlich erhalten Sie die Versionierung, die Volltextsuche und natürlich weitere Integrationsmöglichkeiten, sei dies im SharePoint oder mit Teams. Es gibt verschiedene Lieferanten, die auch ein Kundenportal anbieten. Wir werden das auch in den nächsten 1-2 Monaten hoffentlich zur Verfügung stellen können. Und was ich ganz elegant finde, der Benutzer kann auch OneDrive nutzen. Das heißt, die Sicht auf seine Dokumente stellt sich da dar wie vorhin mit dem File-Server, und er hat dann für sich einfach beides, die lokale Ansicht auf OneDrive wie auch den Zugang über SharePoint. Was sind die Nachteile? Es sind sicher im Vergleich zu einem DMS, also einer professionellen Dokumentenmanagement-Lösung, sind die Workflow-Möglichkeiten eingeschränkt. Es ist kein sicheres Archiv, wenn man diesen Anspruch hat, und die für gewisse ein Vorteil, für gewisse Nachteile einfach zum Erwähnen, es ist natürlich zwingend Microsoft Azure, die Datenspeicherung in der Microsoft Cloud. Ich kann das kurz zeigen. Wenn Sie hier ein Werkdeck haben, kann beginnen zum Beispiel mit der Leistungserfassung. Ich habe da ein Mandat gewählt, Werkdeck Tech Insight. Mit der rechten Maustaste öffnen Sie die Dokumentenablage und dann geht Ihnen die Dokumentenablage im SharePoint auf. Ich habe auch, wenn ich da natürlich ins Mandat reingehe oder ins Projektmandat reingehe, sehe ich meine Aktivitäten, und in den Aktivitäten kann ich natürlich dann direkt ein entsprechendes Dokument öffnen. Also auch an und für sich eine sehr elegante Lösung. Was Sie auch immer machen können, sind pro Dokumententyp können Sie die unterschiedlich anzeigen, sei alle Dokumente oder Korrespondenz oder Verträge. Das haben Sie so zur Verfügung in der Verbindung mit Microsoft SharePoint. Gut, dann möchte ich noch die letzte Möglichkeit zeigen. Das ist, wenn Sie Werkdeck in Verbindung mit M-Files oder einem anderen Dokumentenmanagementsystem nutzen, dann haben Sie als Vorteil, wie bei SharePoint, die Cloud-Fähigkeit. Sie haben über die Dokumente hinaus, können Sie auch andere Objekte speichern. Das heißt, Sie könnten die Aktivitäten im Dokumentenmanagement haben, daraus resultierend Workflow starten. Sie haben die Versionierung, Sie haben auch KI-Funktionalitäten, ganz stark. Sie können irgendeinen Dokumententyp automatisieren mit Workflows. Sie haben die Langzeitarchivierung, und auch wie bei SharePoint gibt es Kundenportallösungen. Im M-Files gibt es eine integrierte Lösung mit HubShare. Und es ist grundsätzlich ein Hilfsmittel, was weit darüber hinausgeht, über die Dokumentenverwaltung für die Digitalisierung einer Unternehmung. Nachteil, man bewegt sich hier in einer anderen Umgebung, also es ist die Handhabung der Dokumente ist anders, also man muss etwas umdenken, und ein Nachteil auch, es ist teurer wie die anderen vorhin erwähnten Varianten. Ich kann Ihnen das kurz zeigen. Das nicht. Das auch nicht. Gut, Sie sehen wieder mein Werkdeck, eine andere Werkdeck-Installation mit der Verbindung ins M-Files. Ich habe auch wieder die Leistungserfassung, hier auch wieder. Ich kann aus der Leistungserfassung direkt die Dokumentenablage öffnen und dann wieder mir auf einem anderen Bildschirm, dann habe ich meine Dokumente dargestellt, unterteilt nach Dokumentenart, und hier sicher etwas speziell, Sie können auch weitere Unterarten direkt definieren, die dynamisch angelegt werden. Zum Beispiel, wenn ich sage, meine abgelegten Dokumente, Verträge, dann möchte ich die Vertragsart haben, und dann habe ich
da zugrunde liegen die Verkaufsverträge. Also das ganze System basiert dann viel mehr aufgrund von sogenannten Metadaten. Und der Vorteil der Metadaten ist, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich mir eine Anzeige machen möchte, ich möchte alle Verträge vom letzten Jahr vom Benutzer X, von Kaufverträgen über alle Mandate hinweg, dann habe ich das. Also ich bin nicht mehr begrenzt auf irgendeinen Bereich, auf ein Mandat oder irgend sonst eine Begrenzung, sondern ich habe basierend auf den Metadaten neue Möglichkeiten. Natürlich habe ich in diesem Zusammenhang auch Möglichkeiten, wenn ich einfach ein Dokument reinziehe, dann, Sie sehen es hier, dann fängt es an, dass einerseits das System prüft, ob das Dokument schon vorhanden ist. Ich werde informiert. Darüber hinaus kann ich dann das Dokument qualifizieren, hier eben mit den entsprechenden Metadaten. Wenn ich zum Beispiel einen Vertrag anlege, erhalte ich andere Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Vertragsart, die ich dann auch entsprechend auswählen kann, wie ein ABV, und kann das entsprechend speichern. Oder ich könnte ein Kreditorendokument anlegen. Und aufgrund dessen wird automatisch, Sie sehen es unten, ein Workflow gestartet. Das heißt, jemand muss womöglich diese Rechnung prüfen. Wenn es geprüft ist, geht es weiter zum Finanzchef und dann wird es freigegeben oder irgendwas passiert dann mit diesem Dokument. Also es ist, all die Dokumentenmanagementsysteme gehen weit über die Ablage der Dokumente hinaus, bedingt aber auch eine umfassende Einführung und es hat auch seinen Preis verglichen mit SharePoint oder mit der in Vertex integrierten Dokumenten. Ja, das ist das, was ich Ihnen kurz erläutern wollte. Sie haben wirklich einen Strauß von Möglichkeiten, der auf alle Bedürfnisse, ich denke, eine adäquate Antwort bietet. Und es ist wichtig, dass man vorgängig das oder im Laufe der Zeit mit in der Vertex-Installation wieder prüft, was ist die ideale Dokumentenablage und Verbindung. Gut, danke. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Michel Wipf, hallo, hallo. Kannst du mich hören? Super, danke vielmals. Ich konnte mich selber entmuten. Dann auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite her. Danke allen für die rege Teilnahme. Wie Urs Berli bereits schon erläutert hat, wird die Vertec den Webaccess abschalten. Wir haben uns dazu Überlegungen gemacht, da das Cloud-Abo ist sehr stark im Rennen natürlich. Auch bei uns haben viele Neukunden wählen das Cloud-Abo. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch eine Menge an On-Premise-Kunden. Und wir haben von den Kunden auch Stimmen gehört, dass so ein Need von einem Webaccess immer noch da ist. Und da haben wir uns die Überlegung gemacht, dass wir diesen Webaccess weiterführen möchten. Also das heißt, die Spectranetcom-AG wird einen eigenen Webservice für die On-Premise-Installationen von Vertec anbieten. Wir sind den momentan am Aufbauen und wir machen die Betriebsaufnahme im Oktober 2024 wird das erfolgen. Der Service wird bei uns 29 Franken im Monat kosten. Das ist nicht irgendwie pro User oder pro Lizenz, sondern pro Vertec-Installation. Also es spielt keine Rolle, ob Sie ein 2-User oder ob Sie ein 700-User-Unternehmen sind. Wir bieten diesen Service pauschal für diese 29 Franken pro Monat an. Im Kundenforum wurde gestern noch eine Frage gestellt, wie es denn mit der Sicherheit aussieht. Also wir bauen da auf einen Reverse Proxy mit HTTPS-Verschlüsselung. Wir haben mehrfache Redundanzen, also mehrfache Server auch im Einsatz. Die sind auch geografisch unterteilt. Wenn es irgendwo mal ein Problem gibt, übernimmt dann ein anderer Server an einem anderen Ort die Funktion. Jetzt ist natürlich so, dass momentan in ihrer Vertec-INI, alle, die jetzt ein On-Premise-Vertec haben, die haben da einen Eintrag drin, dass da diese Verbindung zu der Vertec auch stattfinden kann. Wir müssen dann in einem Onboarding, wenn Sie Interesse haben an unserem Webaccess, wird da eine kleine Anpassung in der Vertec-INI nötig sein, um da diesen Wegweiser von Vertec dann zu Spectra umzuleiten.
die URLs, also so wie Sie Ihr Vertec von außen aufrufen, sei das über die Phone-App oder die Web-App oder die Cloud-App, die URL wird sich dann ändern von Ihr Firmenname.verteccloud.com auf Ihr Firmenname.spectracloud.com. Also es ist eigentlich eine relativ kleine Änderung, die Sie da machen müssen, oder wir Ihnen natürlich dann helfen dabei. Und Sie können Ihr Vertec, auch wenn es on-prem ist, weiterhin nutzen über den Spectra Web Access. Wenn es da noch Fragen gibt, dann auch gerne im Chat oder auch im Nachhinein per Mail an mich. Stehe ich natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Das war kurze Einführung in unseren Web Access. Jetzt gehe ich weiter mit ein paar technischen Punkten. Urs Berli hat relativ jetzt viel von dem Cloud-Abo erzählt, weil, wie schon gesagt, viele Neukunden wählen auch das Cloud-Abo. Es gibt aber trotzdem ab und zu auch noch Kunden, die On-Premise wählen. Das sind Neukunden, die wir haben. Oder ich komme weiter runter auch auf bestehende Kunden, wenn es um das Update von Vertec geht. Wir selber, wir sind Vertriebspartner seit 2004. Ich bin seit 2005 dabei, habe also in meinen Jahren schon viele Installationen und Updates durchgeführt. Kann da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich jetzt da gewisse Punkte sage. Wichtig ist sicher bei einer Installation von Vertec, was wähle ich für eine Datenbank? Vertec wird standardmäßig mit der Firebird-Datenbank ausgeliefert. Es gibt aber die Option, dass man auch auf SQL switchen kann. Bei SQL ist es schon immer so, dass man da auch SQL-Know-how gefragt ist. Oder wir alle oder viele von Ihnen werden SQL auch kennen. Da braucht es natürlich Know-how im Bereich Berechtigungen, Zugriffe etc. etc. Mit Firebird ist das Ganze natürlich etwas schlanker. Das wird mit installiert mit Vertec und man muss sich eigentlich keine Sorgen machen um Berechtigungen und alle die Punkte, die es bei SQL braucht, oder? Dann ist es auch so, dass Firebird ist out of the box einfach schon mal performanter als SQL. Das mag vielleicht noch spannend klingen, weil man SQL immer als große und schnelle Datenbank wahrnimmt, oder? Aber auch bei SQL braucht es natürlich viele Customizing-Sachen, viele Einstellungen, dass man da auch das Letzte aus SQL rauskitzeln kann. Und da ist natürlich Firebird schon im Vorzug, dass man einfach eine 0815-Installation hat und das sehr gut gleich nutzen kann. Jetzt, wenn man sich dann mal entschieden hat, oder, ob man Firebird oder SQL nimmt, dann geht es ja dann los, oder? In meinen vergangenen Jahren hat man dann vielfach noch die Desktop-App installiert. Jetzt, wie Sie schon sehen an meiner Folie an, die Desktop-App ist End of Life. Also Vertec hat diese bereits auch abgekündigt, was natürlich viele Vorteile auch mit sich bringt, oder? Bis jetzt hat die Desktop-App überlebt, weil die FIBO-Schnittstellen, die Urs Berli vorher bereits schon angekündigt hat, diese gebraucht haben. Wir selber sind ein Selectline-Vertriebspartner und da gibt es von Vertec auch Schnittstellen auch zu Selectline, wie zu Infonica oder Topal natürlich auch. Und bei vielen Kunden musst du sagen, du brauchst die Desktop-App noch. Vielleicht haben 100 von deinen Mitarbeitern schaffen mit der Cloud-App, aber die Buchhaltung muss noch mit der Desktop-App arbeiten, weil die Schnittstelle zu Selectline oder den anderen Fibus über COM funktioniert hat. Nun hat Vertec das COM-Forwarding ins Leben gerufen, wo es uns auch erlaubt, über die Cloud-App diese Fibus anzusprechen. Und das eröffnet uns natürlich auch ganz neue Welten, oder? Dass bis jetzt Kunden, die gesagt haben, ich bin noch on-prem, möchte aber eigentlich ins Cloud-Abo, mussten wir sagen, geht nicht. Du hast noch zum Beispiel eine Selectline. Denen können wir jetzt sagen, hey, ja, komm, wir schnappen deine Datenbank, gehen ins Cloud-Abo zu der Vertec und deine Schnittstelle funktioniert trotzdem. Also mit diesem COM-Forwarding ist der Wegfall von dieser Desktop-App jetzt sehr absehbar. So, dann geht es bei einer Installation von Vertec auch immer darum, wie mache ich eine Datensicherung, oder? Im Cloud-Abo von der Vertec ist das gelöst, wie Urs Berli schon gesagt hat, oder? Wenn man es on-prem hat, muss man sich selber darum kümmern, oder? Ihr IT-Dienstleister.
Es gibt natürlich wie immer bei Vertec sehr schöne Beschriebe. Auch hier sieht man, wie mache ich jetzt ein Backup der Vertec-Daten, oder? Da wird auch sauber beschrieben, oder? Es gibt ein GBAC, das ist ein Tool von Firebird, wo man sich diese Sicherungen selber auch programmieren kann oder einstellen kann, nicht unbedingt programmieren. Das sind aber auch Vertec oder wir Vertriebspartner können Ihnen da auch helfen, dass man dieses Backup auch sehr gut automatisieren kann. Auch da wieder gibt es natürlich Vorteile von Firebird, das wird gleich mitgeliefert, oder? Bei SQL muss man natürlich die Datensicherung mit den Tools von Microsoft sichergestellt werden. Geht natürlich auch, aber man muss sich da ein bisschen noch aktiver darum kümmern. Bei Firebird ist es mit dabei und eine Einstellung ist relativ einfach. So, wenn Vertec dann mal installiert ist und in Betrieb ist, kommt dann ja zwischendurch auch mal ein Update von der Vertec. Also zwischendurch heißt jährlich ein großes Update und immer wieder kleine Releases. Cloud-Abo gelöst, oder die Vertec übernimmt das mit den vorgegebenen Zeitfenstern. Jetzt, was mache ich, wenn es on-prem ist, oder? Wir selber führen bei vielen Kunden die Updates durch. Die Kunden machen das relativ selten selber. Und auch hier erleben wir natürlich beides, oder? Es gibt Firebird versus SQL. Bei Firebird ist es ziemlich einfach, oder? Man macht zuerst eine Kopie vom Datenverzeichnis, natürlich zuerst alle User aus Vertec raus, die ganzen Dienste stoppen, Verzeichnis kopieren, Update durchführen. Kontrolle vor, nachher. Sehr einfach, oder? Weil Firebird eine filebasierte Datenbank ist, kann man sehr gut mit Copy-Paste da umgehen. Bei SQL ist das natürlich wieder eine andere Schiene, oder? Da gibt es natürlich dann die Datenbank, die muss zuerst auch gesichert werden. Dann, wenn man die dann updatet, Kontrolle, sind wirklich alle Berechtigungen wieder richtig gesetzt. Also ich habe da in meinen fast schon 20 Jahren jetzt schon vieles erlebt und Firebird geht immer sehr smooth durch. Ich will SQL jetzt natürlich nicht schlecht reden, verstehen Sie mich richtig, oder? Wir haben auch einige Kunden mit SQL im Einsatz, läuft einwandfrei. Man muss einfach ein bisschen mehr noch Datenbank-Know-how mitbringen und SQL-Know-how. Und zum Teil ist es auch so, dass auch wir jetzt von einer Spectra halt dann mit dem IT-Dienstleister von dem Kunden schauen müssen, dass er da uns auch zur Verfügung steht, oder? Mit allfälligem SQL-Know-how. Also bei beiden Varianten ist das Update von Vertec natürlich auch immer sehr schön, oder? Weil ich greife kurz vor. Hier die Update-Fähigkeit von Vertec ist wirklich einfach einmalig, oder? Ich erwähne es nochmal, ich mache das schon lange und habe noch nie ein Update erlebt, das schiefgegangen ist. Das ist sehr faszinierend, dass trotz dem vielen Customizing, das man machen kann mit Vertec, die Update-Fähigkeit einfach immer gegeben ist, oder? So, und ein ganz spannender Punkt ist der hier da, oder? Wir alle kennen es, oder? Wir machen ein Vertec-Update, dann haben wir vielleicht 50 User und überall muss man die Desktop-App jetzt noch aktualisieren. Ohne Desktop-App ist das Leben sehr viel einfacher geworden. Web-App, Cloud-App, Phone-App, die aktualisieren sich alle selbst, oder? Also die ganzen Aufwände, um die Tools bei den einzelnen Usern aktuell zu halten, die entfällt, oder? Weil man macht das Update auf dem Server, die Clients daten sich selber ab. Wie cool ist denn das, oder? Dann habe ich noch ein Thema Security. Vielleicht wissen das einige von Ihnen gar nicht, was mit Vertec da alles möglich ist, was die Security anbelangt, oder? Vertec bietet jetzt auch die OpenID von Microsoft an, also dass Sie sich mit Ihrer Azure ID oder auch OpenID anmelden können. Das vereinfacht natürlich auch das Anmeldeverfahren für die User, oder? Überall verschiedene Passwörter, wieder ein Tool weniger, wo ich mein Passwort, ein anderes Passwort habe als für meinen Microsoft-Account, oder? Dann kann man Vertec natürlich auch mit einer 2FH schützen. Und was auch ganz wichtig ist, man kann im Vertec die Passwörter auch forcieren, dass man starke Passwörter eingeben muss, oder? Wenn man natürlich OpenID von Microsoft hat, dann regelt sich das alles selbst mit Microsoft. Wenn man das aber nicht hat, dann kann man im Vertec diese Einstellungen vornehmen. Und vielleicht haben gewisse von Ihnen das schon mal gesehen, vielleicht gewisse nicht. Ich möchte ganz kurz zeigen, wo man das in Vertec einstellt. Einfach, dass das auch mal
dass man das auch mal sieht, oder? Also wenn man dann Vertec unter Einstellungen, Systemeinstellungen geht und dann Authentifizierung, dann kann man hier hinten kann man das definieren, oder? Also ich sage jetzt mal, ich mache die OpenID Connection nicht, oder? Möchte aber trotzdem die Zwei-Faktoren-Authentifizierung haben. Dann kann ich das Flag hier aktivieren und ab dann wird der User mit dem 2FH beim Login wird das forciert, oder? Was ich auch machen kann, ist Vertec an das Active Directory anhängen, an das LDAP. Also die Funktion gibt's noch. Hier habe ich die OpenID Connection, wo ich gewisse Einstellungen dann vornehmen muss. Da hilft natürlich Vertec oder wir als Vertriebspartnerinnen, klar. Dann, was ich ein ganz spannender und wichtiges Flag finde, ist der hier da, dass man sich nicht mehr mit einem leeren Passwort an Vertec anmelden kann, oder? Weil Ihr Vertec, sei es im Cloud-Abo oder sei es mit dem Web-Access, ist im Internet offen, oder? Sie wollen nicht, dass es leere Passwörter gibt in Ihrem Vertec. Und das kann man mit diesem Flag forcieren. Also wenn man das wegnimmt, dann kommt auch eine Meldung, oder? Hier haben wir jetzt eine Demo-Umgebung, das ist gerade gut zu sehen, oder? Und Vertec sagt mir, hey, 5 Benutzer können sich nicht mehr anmelden, oder? Weil die haben keine Passwörter drin. Also deaktiviere ich es jetzt mal nicht, oder? Und hier unten ist auch noch spannend, dass Vertec da bietet, dass man wirklich, wenn man jetzt nicht über OpenID geht, kann man hier auch die Anforderungen definieren, oder? Dass ich sagen kann, hey User, du musst Ziffer, Sonderzeichen, Kleinschreibung und eine Minimallänge auch forcieren. So, ich gehe weiter. Auch wir als Vertriebspartner nutzen natürlich die Vertec-Seite immer mal wieder, oder? Weil die Vertec-Seite, vertec.com, ist eigentlich eine große Wissensansammlung auch für uns, oder? Auch wenn wir das schon lange machen, auch wir brauchen diese Seite immer mal wieder, weil die bietet so viel Informationsgehalt. Vielleicht ist das vielen eigentlich auch gar nicht bewusst, oder? Also ich gehe jetzt da nicht auf jede Seite ein, das würde den Rahmen sprengen, aber so ein bisschen technische Anforderungen, oder? Wir werden vielfach gefragt, ja, was brauche ich dann jetzt für Vertec, dass es auf meinem Server läuft, oder? Hier gibt es ganz eine gute Seite von der Vertec mit den Mindestanforderungen, oder? Also was brauche ich jetzt, wenn ich Vertec in Cloud-Abo habe? Wie, auf welchen Windows-Version läuft die Cloud-App? Was habe ich für ein Office? Wir haben auch viele Kunden, die sagen, hey, ich habe noch Office 2016. Ja, läuft denn jetzt Vertec noch damit, oder? Dann stützen wir auch uns auf das ab, oder? Wie ist es mit Vertec On-Prem, oder? Habe ich einen aktuellen Server, wo das Vertec läuft? Wo laufen die Clients? Also Vertec ist da sehr detailliert, was da präsentiert wird, oder? Und so geht es natürlich weiter, oder? Auch das, was ich vorher gesagt habe mit der ganzen Datenbankgeschichte, da Firebird oder SQL, oder? Ich habe das nur kurz angeschnitten, wann Firebird, wann SQL. Und Vertec nimmt einem da auch ein bisschen die Überlegungen ab oder gibt auch Diskussionsgrundlage, oder? Also zum Beispiel 80 bis 100 User, mittlere bis große Datenmengen, ist immer noch Firebird empfohlen. Wann ist dann jetzt SQL empfohlen? Und da gibt es auch einen guten Verlink auf Performance, oder? Also man muss auch dann immer schauen, ist die Performance im Netz auch gewährleistet, oder? Wir hören ja ab und zu mal, ja, Vertec ist langsam, aber liegt ja meistens gar nicht an Vertec, sondern es ist dann das Netzwerk oder der Server hinten dran, der halt einfach nicht genug Power bringt, oder? Und auch hier ist von Vertec beschrieben, hey, was ist der Unterschied, jetzt auf SQL bezogen, zwischen Dedicated und Shared Ressourcen? Also hier kann man sich auch mal Informationen holen, wenn man das Gefühl hat, das Vertec ist langsam, oder? Also es gibt sehr vieles von Vertec, das offengelegt wird auf der Homepage, oder die für alle zugänglich ist. Und dann gibt es natürlich auch das Vertec Kundenforum, oder was von vielen Kunden unterdessen auch schon genutzt wird. Und auch wir Vertriebspartner, wir schauen da auch immer wieder mal rein. Und ich wurde ja hier gestern auch gefragt von Herr Bühler, was es mit dem Webservice von der Spectra auf sich hat, und ich konnte dann da gleich einen Input geben. Das ist nur ein kleines Beispiel, da gibt es ja sehr viele Diskussionen, wo sich Kunden auch committen können in dem Kundenforum, oder? Dann, was es auch immer wieder gibt, sind Blogartikel. Also hier haben wir zum Beispiel gerade einen speziellen von Claudio Pietra, Geschäftsführer der Vertec-Gruppe, oder? Wo er auch ein
Bezug nimmt auf welche Datenbank wähle ich jetzt, oder? Und wieso hat sich Vertec entschieden, auf die Firebird zu setzen? Also das kann man sich auch mal durchlesen, oder? Dass man auch mal sieht, was haben sich Gedanken gemacht zu Performance, Stabilität etc. Also wir selber nutzen das auch, oder? Wir lesen diese Foren, diese Blogartikel auch immer, und es ist auch schön, wie das immer wieder lebt, oder? Ich habe jetzt nie einen Blick auf den Chat geworfen, ob es da Fragen gibt, aber Mario würde die beantworten oder mich informieren. Ich würde sonst an dich So. zurückgeben, wenn es nichts mehr ist. Wunderbar. Im Chat wurde gefragt, mit welchen Tools man diese 2FA nutzen kann, ob es da Anforderungen an einen bestimmten Authenticator gibt. Und das ist nicht der Fall. Es ist eigentlich mit allen, also beinahe allen. Man muss es dann ausprobieren. Ich nutze beispielsweise denjenigen von Google, man kann auch Microsoft, oder es gibt da diverse. Sehr schön, vielen herzlichen Dank, Michel. Danke auch. Dann beende ich meine. Ja, du hast es schon gemacht. Dann mache ich mich auf Mute und sage Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Michel. Da spürt man Erfahrung und viel Wissen. Großartig. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite, die jetzt nicht im Chat bereits waren? Wir haben diese Datenbankgröße auch diskutiert vorhin im Chat. Natürlich, wenn man die Dokumente intern in Vertec ablegt, dann wächst die Datenbank mit den entsprechenden Dokumenten. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Mario, willst du dich vielleicht auch freischalten? Dann können wir das diskutieren, was im Chat kommt. Oder willst du denn die Antwort im Chat geben? Dann werde ich die Frage da stellen. Wir als kleines Treuhandbüro haben nur mit E-Mails eine Dateigröße von 18 Gigabyte. Die Antwort wurde noch nicht getippt. Mario, du könntest dich sonst freischalten, außer du willst tippen. So, jetzt geht's. Danke. Also da jetzt eine Einzelfallbetrachtung abzuleiten, wäre jetzt ein bisschen schwierig, weil man einfach nicht weiß, was an den E-Mails alles dranhängt. Aber auch da würde ich mir wiederum keine Sorgen machen, weil selbst wenn Sie die E-Mail auf irgendeinem File-Storage, wie es Herr Fricker erklärt, oder in SharePoint ablegen, braucht diesen Speicherplatz auch. Ich sehe da jetzt eigentlich kein größeres Problem. Das müsste man vielleicht dann eher mal in einer Einzeldiskussion beleuchten, ob es vielleicht einen besseren Ansatz gibt oder welche Lösungswege einem noch zur Verfügung stehen, wenn man befürchten würde, dass einem die DB zu weit anwächst. Super, also ich denke, die Kernaussage ist, nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrem Vertec-Betreuer und schauen Sie das mal an. Gibt es weitere Fragen? Es scheint so nicht der Fall zu sein. Dann komme ich zum Schluss furioso. Ich habe noch einen kleinen Werbespot zum Schluss, der wieder zurückgeht auf den Anfang, nämlich ich möchte den Werbespot loswerden für die Cloud Clients und das Cloud-Abo. Und zwar, unser Credo geht total in die Richtung. Also liebe Kunden oder liebe IT-Dienstleister, macht, dass alle das Cloud-App oder die Web-App nutzen. Dann können Sie sich auch den Unterhalt des Servers fokussieren, denn die Clients aktualisieren sich, wie das Michel Wipf erläutert hat, ebenfalls selbst. Oder Cloud aber bedeutet weniger Aufwand, technische Probleme im Bereich der IT-Infrastruktur. Das Cloud aber bedeutet mehr Sicherheit und ist total einfach im Betrieb zu nehmen. Sehr gut. Folgen Sie uns auf LinkedIn, wenn Sie das nicht schon tun, dann kriegen Sie alle News auch darüber mit. Und so möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei meinen Mitreferenten Martin Fricker von Lean Business und Michel Wiff von Spectra Netcom.
Ich bedanke mich bei allen Zuschauerinnen und Zuhörern für die rege Teilnahme, wünsche allen einen guten und bis auf ein weiteres Mal. Ade miteinander.